Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken heute mal wieder den Brief vom Leben an. Ich lege ihn mal mit dem Lebensbaum heute, nicht mit dem großen Blatt. Bin natürlich gespannt, was uns hier mitgeteilt wird. Was möchte das Leben uns sagen? Ja, wir haben hier die Zeit als Faktor. Irgendetwas ist zeitabhängig. Vielleicht ist für irgendetwas die Zeit abgelaufen. Eine Situation beendet sich oder bringt neue Möglichkeiten mit. Und es kann sogar sein, dass hier so ein ganz neuer Lebensabschnitt folgt. Wir haben sowas wie Akzeptanz und Vollendung mit der Zeit auch, ne? Und ich denke, dass es für einige oder für uns hier ganz wichtig ist, dass wir Energie reingeben in unseren Erfolg, ne? Dass wir die Zeit für Erfolg auch genießen, dass wir möglicherweise auch investieren in unser Gefühl der Sicherheit. Möglicherweise sagen die Karten hier auch, verbringen wir Zeit damit, uns Sachen anzugucken, aber wir machen es nur oberflächlich. Und um hier ist praktisch diese gewisse Zeit der Oberflächlichkeit vorbei. Wir dürfen dahinter gucken, wir dürfen uns in andere Richtungen bewegen. Wir dürfen uns die Dinge auch erleichtern, denn mit dem Klee kommt immer auch etwas Kurzes, etwas Besseres, etwas Kleineres, etwas, was nicht so viel wiegt. Und es kann ja auch sein, dass wir im kleineren Bereich nicht genau hingucken, wo das sein könnte, ne? Wo unser Sicherheitsgefühl uns nicht trägt. Ich sage jetzt Sicherheitsgefühl. Was meine ich damit? Das Sicherheitsgefühl ist so etwas, mit dem stehst du morgens auf und du hast das Gefühl der Verbundenheit, des Versorgtseins. Und es ist nicht so, dass das Erste, was dir in den Kopf kommt, deine Probleme sind, ne? Sondern das ist einfach ein Zustand, in dem man sehr angebunden ist. Und das Leben sagt uns, dass wir hier Wege suchen, diesen Zustand auch halten zu können. Und dafür muss man ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Man wird hier aufgefordert oder wir werden hier aufgefordert, dass wir Entscheidungen treffen, die unser Herz nähren, aufmachen, Wege nutzen, die wir mit Liebe gehen können, Entscheidungen treffen, die auch mit Herzensangelegenheiten zu tun haben. Auch hier dürfen wir wirklich speziell genau hingucken, in welchem Bereich sind wir hier nicht satt, ne? Ja, guckt mal, hier kommt schon die Sonne. Hier kommt ein stabiles Fundament in diese Situationen, wo wir eben so ein bisschen nicht in der Energie sind, uns nicht richtig entscheiden können. Viel Zeit mit etwas verplempern, ohne dass was Produktives dabei rauskommt. Also dieses Analysieren, wo kann ich für mich etwas so organisieren, dass die Energie mich nährt und trägt und dass das so eine Ja-Energie ist und mir das Fundament bietet, auch das ich brauche, um gute Wege zu gehen. Die gehst du halt nun mal mit voller Energie und nicht mit angezogener Handbremse. Und das, was hier liegt, ist sehr stabilisierend, denn es kommt so ein Umdenken irgendwie mit, ne? Man erkennt, wo etwas an der Zeit ist, weggelassen zu werden, was dich nicht mit einem guten Gefühl morgens aufstehen lässt.
Ich sehe Unterstützung hier, die kommt aus dem Umfeld. Das kann Unterstützung sein, die du jemand gibst oder jemand gibt sie dir. Die Unterstützung kann im Prinzip eine Brücke bilden, ja? Jemand, dem du die Hand reichst, den du auf gleicher Ebene auch mitnimmst in deine gute Energie hinein. Es kann ja natürlich auch ein Kind von dir sein. Und hier liegt auch die finanzielle Energie mit dran. Also möglicherweise kriegst du Unterstützung oder du unterstützt jemand. Und das kann ja auch im finanziellen, im kleineren Bereich wieder sehr für Wohlfühlen sorgen. Das kann einen Kampf niederlegen, ein Schwert niederlegen, einen Kampf beenden, der mit dem Thema Geld zu tun hat, denn auch dafür haben wir hier oben die Zeit abgelaufen. Möge es die Einstellung dazu sein, die man hat. Und es ist ja auch mit einer Blockadenlösung verbunden. Irgendein Fundament, das für uns gelegt wurde, das mag auch ein Fundament an Glaubenssätzen sein, kriegt hier eine andere Qualität, bringt uns zu mehr Frieden und lässt uns auch, ja, diese Blockaden, die es da immer gab, vielleicht auch in dem Prinzip, ich bin versorgt, ich habe alles, da kommt irgendein Moment, wo du für dich oder wo wir für uns persönlich Dinge klären können, die uns schon ewig nicht ganz klar waren. Das ist so, ich sag mal, eine Art Wissen, an das du nicht rangekommen bist oder wo der Zeitpunkt, wir haben eben oben die Zeit, für die Instruktion oder für das, was jetzt ansteht, das jetzt vollendet werden soll, das konnte deine Seele nicht greifen. Du kamst lange an dieses Wissen nicht ran und guck mal, jetzt kommt die Tür, die sich hier öffnet. Das wird hier auch die Wurzeln betreffen, das Leben, die Vitalität, die Seele erfreuen. Du öffnest dich vielleicht auch wieder mehr für den Blick hinter die Kulissen, auch wenn der manchmal nicht schmeckt. So ist er doch oftmals wegweisend. Okay. Die Tür, die sich hier für uns öffnet, die eine Zeit lang verschlossen war oder uns unsicher hat fühlen lassen, bringt hier einen Schatz mit. Der kann in Form einer Person sein, einem Tier, der im Prinzip, dieser Schatz ist im Prinzip die Lösung. Ne? Das kann im Moment so sein, dass dir jemand, möglicherweise aus dem Freundeskreis oder auch jemand, der dir am Herzen liegt. Mit dem Wort Freunde muss man immer ein bisschen aufpassen. Jemand, der dir am Herzen liegt, hat eine Lösung parat, die für dich sehr richtungsweisend ist und einen ganz besonderen Schatz auch irgendwie mitbringt, der dein Leben stabilisiert und aufblühen lässt. Und vielleicht entdeckt man auch an sich, dass das Leben so ein Schatz ist, dass man das Gefühl hat, dass ich mich sicher auf Gottes Erdboden bewegen kann und mich nicht im Kreis drehe, wie beim Labyrinth oder den Ausgang nicht finde. Und die Wege, die hier aufgehen, bringen eine große Veränderung mit. Eine Veränderung, die auch Stabilität mit an Bord hat. Für einen oder anderen auch einen beruflichen Ausweg. Und praktisch durch diesen beruflichen Ausweg kommt wieder mehr das Gefühl der Sicherheit rein. Und viele können sich hier auch erleichtern bei den Dingen um den Beruf rum, um die Berufung. Kreisläufe, die sich da gezeigt haben oder Irrwege. Es geht auch darum, ein Stück Gepäck abzustellen, das einen erschwert,
vielleicht auch einen Vertrag aufzulösen, der nur Ballast mitbringt und kein Gleichgewicht. Für alles hat seine Zeit. Und hier kommt die Lösung. Ne? Die Lösung liegt als Schatz parat. Von daher ist es nicht aussichtslos. Und jetzt kommt noch die Schutzkarte hinzu. Ne? Also die Situation ist von oben umarmt, umgarnt und wir haben tatsächlich hier auch Nachrichten, die uns irgendwie einen Erfolg mitbringen. Wenn ihr jetzt noch mal guckt, beim Lebensbaum haben wir hier oben die Zeit und hier unten die Sense und das ist dann praktisch so, dass wirklich die Zeit gekommen ist, Schnitte zu machen, sich zu entledigen, wo irgendetwas sich nicht gut anfühlt oder gar sehr schwer ist. Vielleicht hat man diese Wege auch vermieden, weil man lange Zeit dachte, Mensch, mir reicht dann das Geld nicht, wenn ich meine Herzenswünsche mache. Es ist mir zu unsicher. Es geht ja um das Gefühl der Sicherheit. Aber ich glaube, hier öffnen sich neue Türen, weil es einfach auch dran ist. Ne? Etwas geht sehr lange, bis es dann eben nicht mehr geht. Und das ist hier gemeint. Das, was hier liegt, ist verbunden mit einem Fundament, das dich trägt, das dir Ausgleich bringt, das dich auch in Balance wieder bringt. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier für den Brief noch kriege. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist nämlich eine sehr tiefgründige Legung. Wir haben unten die Eule und oben die Eule und unten den Neubeginn. Es ist Zeit, etwas Neues zu konstruieren. Ne? Die Eule bringt uns hier eine ganz tiefe Erkenntnis mit. Ja? Ein Wissen, das jetzt als Abruf, das hatten wir hier, verfügbar ist. Das ist wahnsinnig interessant. Uraltes Wissen, ne? Man nimmt etwas wahr, was man vorher gesucht hat, so wie ein Verkünden der Wahrheit. Etwas, an das man nicht rankam. Und bei der Eule geht es ja darum, dass sie sehr gut sieht. Und es geht für uns darum, uns Zeit für tiefgreifende Erleuchtung und Transformation zu nehmen. Jetzt guckt euch das mal an, hier ist die Zeit, ne? Ich bin gerade ein bisschen geblättelt. Es ist einfach auch Zeit, um sich Schattenaspekten so anzunehmen, dass sie das Licht nicht runterdrücken, ne? Damit man hier in die Balance kommt. Es geht eher darum, Schatten auch zu integrieren oder integriert zu haben und daraus entsteht etwas Neues, das hier mit dem Neubeginn angezeigt wird. Ja, und die Osterglocke, die sagt uns ebenfalls, dass das Leben eben in Zyklen verläuft. Auch die Regeln der Erde, die halt eben so sind. Ne? Denkt an die Jahreszeiten zum Beispiel. Und genau jetzt schließt sich ein Abschnitt im Leben und ein neuer beginnt. Und es ist auch Zeit dafür. Die Osterglocke an sich symbolisiert natürlich auch den Frühling. Irgendwas dürfen wir begrüßen. Es kommt mehr Vitalität, Sonnenschein. Und es geht wirklich darum, eine neue Seite im Buch des Lebens aufzuschlagen, wo man Altes wirklich hinter sich lässt. Man hat eine Zeit vollendet und jetzt hat es kein Gewicht mehr. Ne? Das schwingt natürlich auch so mit diesem Sicherheitsgefühl, das ich hier oben genannt habe. Denn wenn wir neu beginnen, dann müssen wir eventuell auch Abläufe hinter uns lassen oder ganz neue Richtungen entwickeln. Aber man wird hier zu seiner Ganzheit finden und es ist halt wichtig, dass man sowohl versteht, dass es irgendwas ein Ende hat und zugleich etwas Neues beginnt und dass man das auch innerlich bejaht und auch diesen Neubeginn, der uns hier winkt, dass wir dem Platz machen. Ne? Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich lasse das so stehen. Ich bin froh, dass ich das heute gelegt habe. Wunderbar.
Ich drücke euch und wir hören uns.